Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind im Moment auf dem Weg nach Kroatien. Und auf dem Weg dahin haben wir einen Zwischenstopp in Österreich eingelegt und sind in der Lammerklamm unterwegs und machen die Mühlenrunde, keine kleine. Genau, die ist direkt angrenzend an die Klamm. Also insgesamt knapp 8 Kilometer, die wir da zurücklegen. Einige Höhenmeter. Anfang und Ende markieren dann die Klamm. Dann müssen wir nämlich einmal runter und einmal wieder hoch. Und dann die Mühlenrunde ist im Prinzip so eine Schleife anschließend. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Klamm und die Mühlenrunde so sind, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war am Parkplatz oberhalb des Eingangs zur Lammerklamm. Mit anderen Worten, das Wandervergnügen konnte direkt beginnen. Und ein Vergnügen sollte es werden. Vom Start weg ging es gleich hauptsächlich angenehm bergab. Etwas, das es bei uns sonst eher nicht gibt. Dabei gab es immer wieder schöne Blicke auf die sich windende Lammer. Sogar eine Gams ließ sich am gegenüberliegenden Hang blicken. Je tiefer wir in die Klamm vorstießen, desto gewaltiger wurde das Getöse der Lammer. Kleine Hörprobe gefällig? Und auch die Kulisse um uns herum wurde immer spektakulärer. Hier mal noch ein paar Infos zur Klamm. Sie verläuft von Nord nach Süd, ist etwa 1 Kilometer lang und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 43 Metern. Darüber hinaus ist sie ein geschütztes Naturdenkmal. Am Ende der Klamm angekommen, ging es vor eindrucksvoller Bergkulisse gemütlich am Fluss entlang und nach einem kurzen Stück Straße begann der Mühlenrundweg. Nun folgten wir dem etwas ruhigeren Schwarzen Bach, der uns an 3 Mühlen vorbeiführen sollte.
Von der ersten Mühle war leider nicht mehr allzu viel zu sehen. Moosbedeckte Mauerreste und Mühlsteine konnten wir am Wegesrand erkennen. Bei der zweiten Mühle sah es dann nicht viel anders aus. Die dritte Mühle wiederum wurde 1975 renoviert und ist somit noch recht gut erhalten. Diese diente dazu, Gestein zu Kugeln zu schleifen. Wofür? Nun, vom Kinderspielzeug bis zur Kanonenkugel war alles mit dabei. Kurz hinter der Mühle erwartete uns schon das nächste Highlight, der Schwarzenbachfall. Linksseitig davon wanderten wir über Stock und Stein bergan bis zur Schwarzenbachquelle. Die Karstquelle ist von der Brücke aus leider kaum auszumachen. Auch der Winnerbach, nebst dem angrenzenden Winnerfall, glänzten leider mit Abwesenheit. Beide sind aufgrund des Karstgesteins nur temporär vorhanden, zum Beispiel bei Schneeschmelze oder starken Regenfällen. Bergab ging es dann wieder gemütlich über breiten Weg bis zur Weggabelung, an der wir vorher in Richtung Mühlen abgebogen waren. Bevor wir uns wieder an den Aufstieg durch die Lammerklamm machten, gab es noch eine kleine Stärkung in der am Weg liegenden Lammerklause. Die Lammerklamm befindet sich südlich von Salzburg bzw. dem Salzkammergut am nördlichen Rand des Tennengebirges. Unsere Tour startete oberhalb der Lammerklamm und führte zunächst durch diese hindurch. Von dort aus ging es weiter zum Mühlenrundweg, der unter anderem an 3 Mühlen, dem Schwarzenbach sowie dem Schwarzenbachfall vorbeiführt. Zurück ging es wieder durch die Lammerklamm. Ja, da haben wir es geschafft. Die Lammerklamm und der Mühlenrundwanderweg sind erwandert. Und es war eine sehr gute Entscheidung, hier zu halten, weil zuerst sind wir durch die spektakuläre Klamm gelaufen und dann auf breitem Weg sind wir einem Bach gefolgt. Danach ging es auf schmalem Pfad über Stock und Stein den Berg hinauf, an 3 Mühlen vorbei und 2 Wasserfällen. Wobei der eine nicht ganz so viel Wasser geführt hat, genau. Aber das war schon ein
Ja, sehr, sehr geiler Weg insgesamt, sehr abwechslungsreich. Sowohl die Klamm am Anfang als auch der Mühlen-Rundwanderweg dann ja, in der Mitte der Tour. Man kann beides auch natürlich getrennt voneinander machen. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe jetzt Bock auf was Spektakuläres, ich will so eine Klamm sehen, man kann hier oben an der Klamm parken. Dann kommt man hierher, Eingang ist hier hinten, Eintritt 9 Euro, läuft die Klamm runter. Und dann kann man unten einfach wieder umdrehen und wieder hochlaufen. Oder man macht diese Mühlenrundwanderung, beziehungsweise unten an dem Mühlenrundwanderweg gibt es auch nochmal einen Parkplatz. Dann kann man das separat auch machen. Was auch sehr schön war, Einkehrmöglichkeit hatten wir unterwegs. Die haben wir natürlich auch gleich mal mit genutzt. Da hat Gut. man sehr schön gesessen, mit Ausblick auf die Berge. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir sind ja gerade auf dem Weg in den Urlaub und für einen Zwischenstopp war das hier ziemlich geil Ja. gewesen. Und dann würde ich sagen, wir schwätzen hier auch gar nicht mehr so viel. Von uns war es das für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen jetzt zu, dass wir weiterkommen. Es wird ganz schön kalt.